Universal Studios hier in Orlando in Florida. Heute erwarten uns Jurassic Park, Harry Potter und viele, viele andere Filme, die ihr kennt. Wir freuen uns schon richtig drauf, deswegen bleibt dran. Also hier geht es zu den 3 Parks, die man erreichen kann. Und natürlich haben wir uns erstmal ausgestattet mit einem Starbucks. An jedem Park gibt es ein Starbucks. Egal wo, überall gibt es Starbucks. Das ist mein Target. Das ist schon krank. Naja, wir haben uns angepasst, ne? Man muss sich ja mal anpassen, deswegen Starbucks. Also wir sind noch vor 9 Uhr hier und wir müssen ein bisschen warten vor den Studios. Eintritt ist leider noch nicht gestattet. Also wir wurden jetzt schon reingelassen, aber wir wurden wieder aufgehalten. Aber erster Eindruck, es ist echt cool. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Ich dachte, dass Disney World quasi gar nicht vergleichbar ist, aber ist schon cool. Ja. Oder? So auf den ersten Eindruck. Man Uns erwartet, glaube ich, noch recht viel. Wir gehen jetzt direkt zu den Harry Potter Studios. Im Internet wird gesagt, dass Leute teilweise 5 Stunden dort anstehen. Und selbst jetzt werden wir teilweise gefragt, wo diese Harry Potter Studios sind. Ja, genau. Weil alle da hingehen. Und ich glaube, da werden wir als erstes hingehen, um das abgeschlossen zu haben. Wo gehen die nur alle hin? Ey, die laufen ja schon teilweise. Das große Schaulaufen, ey, das ist doch unglaublich, ey, da sind alle Leute da hin. Aber wir wollen halt nicht so lange anstehen, deswegen laufen wir da jetzt auch hin. Also, keine Ahnung, ob wir richtig sind. Die rennen richtig in alle Richtungen. Junge. Stell dir mal vor, der eine, der vorne geht, ne, geht falsch. Und dann? Ich hab keine Ahnung. Und alle laufen ihm hinterher. Warum muss dieses Harry Potter sehen? Da vorne, das ist doch nicht normal, Leute. Fast and the Furious gehört auch zu denen. Cool. Wenn ihr euch das Video angucken wollt, wie das Ganze hier in 360 Grad aussieht, dann schaltet auf jeden Fall gerne dieses Video mal ein. Es wird jetzt lustig. Wie alle dahin laufen, unglaublich. Links und rechts, alles wird stehen und liegen gelassen. Boah, Fast and Furious. So, wir sind da. Harry Potter ist hoch. War das krank? Das war krank. Leute, ich hab's also nie erlebt. So eine Achterbahn. Wow. Heftig. Ihr bekommt so eine 3D-Brille. Wir wollen nicht zu viel verraten, aber es war richtig cool gemacht. Also es lohnt sich wirklich sehr, sehr früh herzukommen, damit ihr nicht lange anstehen muss. Macht diese Achterbahn. Egal was, macht diese Achterbahn. Okay, du kaufst dir so einen Zauberstab und mit dem Zauberstab kannst du irgendwelche Effekte auslösen. Ja, das ist schon ganz cool. Wir gehen mal hier rein. Heftig, wie die es hier gemacht haben. Allein schon, es gibt hier so ein Restaurant, wo Leute so Fischentisch und whatever essen können. Aber, und das sieht halt genauso aus wie in diesem Film. Und so, es ist krank, es ist richtig gut gemacht. Hier ist das besagte Restaurant, was sie genauso gemacht haben, glaube ich, wie im Film. Schaut mal selbst. Wir sind jetzt hier bei Man in Black. Die einzige Sache, die hier nicht so gut ist, ist, dass man jedes Mal die Sachen in die Lockers packen muss und dann halt zurück in die Schlange quasi und sich dann eigentlich erst anstellen kann. Ja. Dass man halt die Rucksäcke nicht mit reinnehmen kann. Das ist irgendwie die richtige, ehrlich gesagt. Man muss $3 für seinen Rucksack zahlen, um ihn jedes Mal hier reinzubekommen. Das ist richtig scheiße, ehrlich gesagt. Das müssen die anders lösen. Wir sind beim Simpsons-Thema angelangt. Wir stehen hier direkt in der Krusty. Wie eine kleine Welt von Simpsons. Das ist cool. Wir gehen jetzt hier einmal rein, was auch immer das hier ist. I don't know, wir gehen da jetzt rein. Das war krank. Also das und halt Harry Potter heftig. Also wir waren hier im Krusty Land und sind sozusagen in einer virtuellen Achterbahn gefahren.
Das war so krass animiert alles. Wir durften leider nichts filmen, das ist auch verständlich, ist auch richtig so. Aber das war krass. Geht auf jeden Fall hier hin, das lohnt sich. Jetzt genießen wir noch weiter und gehen vielleicht mal in den Quickie-Markt. Willkommen bei Moe's. Ich glaube, jeder von euch kennt die Szene hier. Es ist richtig gut gemacht. Es ist richtig cool gemacht. So, weißt du, was jetzt kommt? Schreck. Nein, auf der rechten Seite das Auto. Back to the Future. Ganz genau. Zurück in die Zukunft gehört auch zu Universal Studios. Wir sind jetzt angekommen bei DreamWorks und hierzu gehört zum Beispiel auch Shrek oder E.T. und wir werden gleich ein Foto mit Shrek machen. So wie gestern mit Mickey und Minnie Mouse, wo wir hier gerade so warten. Uns ist gerade aufgefallen, dass hier heute echt nicht so viel los ist. Es ist Shrek und drauf. Die eine erzählt denen, dass sie selber einen Swarm hat und tauschen sich über die Sache in der Höhle aus oder so, keine Ahnung. Und der andere wollte Autogrammkarten, so 50-Jährige. Wir machen ein Foto. So, das war's Shrek. Ihr mit euren Kindern hier unterwegs seid, könnt ihr eure Kinder hier reinstecken und dann werden die trocken. Nachdem sie da bei den Wasserspielen waren. Gestern gab es bei Disney 2 Sachen zur Auswahl, Pluto oder Dumbo. Das ist ja voll süß. Sollen wir den kaufen? Jetzt sind wir bei Kung Fu Panda. Was? Kung Fu. Kung Fu. Kung Fu. Ihr kennt den Panda. Diesen großen, dicken. Wir haben noch ein bisschen Wartezeit für die Animal Actors Show. Wir gehen mal in den Shop von SpongeBob. Jetzt machen wir ein Foto mit Patrick und Thaddeus. Ja. Kennt E.T. nicht, E.T. nach Hause telefonieren. Oh, brother, this guy stinks! Ich glaube, ein Film der 90er, meinem Zeitalter. Da gehen wir jetzt rein. Ich glaube, das ist eine Bahn. Ich glaube, ja. Oh, Wartezeit, 35 Minuten. Kriegen wir hin. Fandest du es? Ja, cool. Sehr nostalgisch. Das ist übrigens die älteste Bahn dieses Parks hier. Also eines der ersten Bahnen. Lohnt sich auf jeden Fall, ist ziemlich cool. So, ist das nicht der Hammer? Würdest du wirklich so ein Filmset sein? Und nach den Minions und den ganzen Bananas. Der Ride war ganz cool, aber nichts war anders, war besser, ne? Ja, es ist das. Simpsons war schon cooler. Wenn ihr Zeit für nur eins dabei habt, dann geht es zu den Simpsons. Ja. Aber das ist auch gut. Ja. Aber das andere war besser. Wir können leider keine Aufnahmen machen, weil es natürlich nicht erlaubt ist, aber es ist sehr, sehr gut animiert. Die haben sich da sehr, sehr viel Mühe gegeben und das ist weitaus besser als das, was wir im Fernsehen oder auch in den Kinos kennen. Willkommen in New York. Nein, Scherz. Wir sind immer noch im Universal Studios in Orlando und hier ist jetzt der New Yorker Teil. Sieht wirklich echt cool aus, mit so einem Central Park gemacht und den ganzen Gebäuden, die es in New York gibt.
Fast and the Furious, ich glaube jeder kennt es auch zu Universal. Wir gehen da jetzt mal rein. Ich glaube, da ist eine Achterbahn. Ja, die berühmte Szene La Familia, die dann zusammen grillt hier. Das ist nicht cool? The Furious Fans ist, glaube ich, das hier ein Mekka. Also richtig, richtig cool. So viele Filmszenen, Requisiten. Round and round at the... Ich fand es mega cool. Also Fast and Furious Fans, das ist delicious. Ich bin ein bisschen nass geworden. Wenn ihr ganz hinten sitzt, dann werdet ihr nass. Ich bin komplett nass geworden. Coole Effekte, cooler Ride, coole Filmszenen. Mega, mega zu empfehlen. Also kommt auf jeden Fall hier hin. Also wir waren im Dings hier, wie heißt das? Mumien Rider. War cool. Die Effekte mit dem Feuer, allem drum dran. Aber wieder das mit dem Locker. Also wir mussten wieder unseren Rucksack in Locker tun und wieder $3 zahlen. Das nervt. Das wäre eigentlich so, für 30 Minuten wäre for free und dann ist okay und dann... Ja, Zeitverschwendung. Das ist einfach Blödsinn, echt. Nein, ich will damit nicht fahren. Komm schon, Rollercoaster unter Palmen hattest du da nicht. Und wieder $3 für nichts, wirklich nichts. Es gibt ja die kleinen Lockers for free für 30 Minuten, aber trotzdem, wenn du eine große Tasche dabei hast, musst du wieder $3 zahlen. Zum Kotzen ist das echt. Und das kostet einfach nur Zeit. Und war cool? Ja, ihr müsst auf jeden Fall alle Sachen in den Locker tun, egal ob Handy, Brille, egal was, ihr müsst es da rein tun. Und nicht direkt davor essen. Ja, und nicht davor essen. Aber wir gehen jetzt essen. Wir gehen in einen amerikanischen, typischen Diner essen. Mit dieser Kulisse beenden wir unseren heutigen Besuch bei den Universal Studios in Orlando. Vielen Dank fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal.